Hallo Leute, ich bin's mal wieder und es geht weiter mit, ja, was heißt weiter ist? Wir fangen an mit einem neuen Thema, nämlich theoretischer Informatik. Ich habe gehört, dass einige von euch gerne Videos zu Graphen und Grammatiken und sonstigem Spaß hätten. Ja, und deswegen fange ich jetzt hier mal mit einem ersten Video in der theoretischen Info an, und zwar mit Graphen. Gut, was ist ein Graph und was kann man damit überhaupt alles anfangen? Also stellt euch das Ganze von mir aus vor als ein ja, Routenplaner oder sonst irgendwie ein Navigationssystem, das euch von, keine Ahnung, Hamburg nach Berlin bringen soll. Okay, und ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel Hamburg und wir haben hier Berlin. Und ja, eure Strecke kann allerdings nicht so gehen, weil, also das wäre jetzt die erste Möglichkeit, ihr habt direkt eine Autobahn von Hamburg direkt nach Berlin. So, und jetzt habt ihr aber hier noch einen Zwischenstopp in, keine Ahnung, was liegt denn da noch? In irgendeiner anderen Stadt. Okay? Upsala. So. Und danach fahrt ihr erst nach Berlin. So. Und jetzt habt ihr hier zwei Möglichkeiten hinzukommen und könnt euch quasi aussuchen, wie ihr da durchfahrt. Und jetzt nennen wir das einfach mal hier H für Hamburg. Keine Ahnung, von mir aus Köln, was wahrscheinlich nicht direkt auf dem Weg liegt, aber hey, das interessiert mich jetzt gerade wenig. Und hier Berlin. So, und jetzt haben wir hier vielleicht noch irgendwelche Gewichte auf den Graphen, aber dazu komme ich erstmal später. Nein, ich wollte da eigentlich nicht hinklicken. Gut, so, und jetzt haben wir hier schon unseren ersten Graphen. Das ist ein sogenannter gerichteter Graph. Das Ganze gibt es natürlich auch noch ungerichtet. Das heißt, es ist egal, ob ihr von Hamburg nach Berlin fahrt oder von Berlin nach Hamburg. Was man dann macht, man lässt einfach diese Pfeilspitzen weg. Und das sieht dann so aus. Also einfach hier so zwei Kringel und ein Strich als Verbindung. Ähm, Das hier ist ein Knoten. Moment, ganz kurz, ich brauche was zu markieren. So, das hier ist der Knoten. Das hier ist ein Knoten. Und das zwischendrin, diese Kante, ist eine sogenannte Kante oder Edge. Ja, die Namen hier, das sind einfach die Bezeichnungen von den einzelnen Knoten und auf den Graphen drauf kann dann von mir aus noch ein Gewicht von W stehen. Also normalerweise ist das immer eine Zahl wie zum Beispiel 5 oder sowas. Das ist dann halt, wie teuer ist es, diese Kante zu traversieren. Traversieren heißt einfach entlang gehen. So, jetzt kann man jeden, Moment, ich mache dieses W da wieder weg, das interessiert uns gerade wenig. Jetzt kann ich jeden ungerichteten Graphen, also der hier ist ungerichtet, der hier ist gerichtet, jetzt kann ich jeden ungerichteten Graphen in gerichteten Graphen machen. Und zwar relativ easy. Ich mache hier Pfeilspitzen dran und dann brauche ich eine andere Kurve. So, und jetzt mache ich einfach nur noch hier Pfeilspitzen dran. Und das ist genau gleichbedeutend wie das, was ich davor hatte, nämlich diesen ungerichteten Graphen. Also ihr seht, ich kann jeden ungerichteten Graphen in einen gerichteten machen. Nicht jeder gerichteter Graph kann ich allerdings in einen ungerichtet machen. Das geht hier mit dem jetzt zum Beispiel schon nicht. Okay, so, das ist jetzt erstmal die grundlegende Darstellung. Das Ganze kann man natürlich auch noch alles formalisieren als, ja, als Text sozusagen, indem man schreibt Graph G gleich, dann hier eine Klammer und in diese Klammer schreiben wir hier v, e. Dann heißt es hier v sind Vertices und e sind Edges. Also v ist die Knotenmenge hier, h, k und b. Und e sind die Edges, also normalerweise immer zwei Tupel. Tupel bedeutet folgendes: ein Tupel ist, sagen wir mal, v Kreuz, äh, ja, v, ne? V Kreuz v. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel gleich H, also ich zeige es euch gerade, H, K. Das wäre jetzt das Tupel Hamburg-Köln. Das heißt, jede Kante ist ein Tupel aus zwei Knoten. Also hier Eingangsknoten, wo fangen wir an? Also bei Hamburg Richtung Köln. Und deswegen hier K für Köln. Und dann haben wir natürlich noch KB und HB. Und hier haben wir einfach der hier ohne Namen zu dem hier und dem hier zu dem hier. Okay, also ich mache das hier gerade mal wieder weg. So, ähm, ja, also so kann man den ganzen Kram formalisiert hinschreiben. Man müsste jetzt natürlich noch V gleich und dann hier eine Menge angeben für H, K und B. Und dann müsste man hier natürlich noch sagen
Also das Semikolon ist jetzt für mich gedacht gewesen, dass ich hier ein bisschen Denkspace habe. E gleich, sondern braucht man hier für die Edges, braucht man auch wieder so eine geschweifte Klammer. Das ist einfach eine Mengenklammer sozusagen, weil wir ja wissen, wo ist die Klammer hin? Puh, da ist halt einfach die Klammer mal verschwunden. Okay, ähm, verschwindet schon wieder die Klammer, ich glaub's ja nicht. Okay, mache ich halt eine neue Textbox hier, so. Okay, E wäre jetzt hier in diesem Fall, also ich bleibe jetzt bei dem linken Beispiel hier, das rechte interessiert uns jetzt nicht so brennend, wäre jetzt immer mit so runden Klammern dann gedacht. Das ist hier ein Tupel. Wie ihr seht, der Graph ist auch eigentlich ein Tupel aus ja, mehreren Tupeln. Kompliziert. So, H, K. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, ähm, das Ganze so darzustellen. K, B. Das Ding ist einfach, dass es anders viel einfacher und anschaulicher ist. Man kann damit einfach mehr anfangen. So, das wäre es jetzt schon. Also wir haben hier die Kanten, die Knoten Hamburg, Köln und Berlin. Das sind die drei hier, H, K und B. Und wir haben hier die Edges, also die Kanten H, K, das ist diese Kante hier, K, B, das ist diese Kante hier und H, B, das ist diese Kante hier. Okay? So, und ja, warum sind diese ganzen Dinger so wichtig? Also darauf basiert echt einiges, wie zum Beispiel, ja tatsächlich diese ganzen Navigationssysteme, die haben da wirklich für jede Kreuzung tatsächlich einen eigenen Knoten reingepackt und da kann dann schon mal was relativ Kompliziertes passieren. Also die sind schon nicht ganz unwichtig. Okay, ähm, ja, das wäre jetzt erstmal die grundlegende Graph-Repräsentation. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann versuche ich es nochmal. Ich denke, ich belasse es dabei jetzt und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man den ganzen Graphen mit einer Adjazenzmatrix darstellt. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.